Aloha, dear ONPASSIVE family and beyond. My name is Corinne Isabel Mikes. I'm presenting you today a very, very special guest with a very, very special project, a heartfelt project out of our channel ONPASSIVE Out of the Heart Space, because everything we present here is out of our heart space. And this special guest I have today here with us on my side is a dear founder of ONPASSIVE, proud to be a founder as I am too. His name is Hubert Steinmair, and he lives in south of Tyrol, which is, I'm not very sure, is it Austria or Italy or both? Italy. Italy, it's a south, it's a part of Italian, and it's quite connected with Austria too. So, you know, they speak multiple languages, German, they speak Tyrolean, they speak Italian, just as, you know, many facets. So here we are, and he's presenting today a very special project, which he's going to share, and I'm going to translate in German and English, vice versa. Okay, so let me translate this in German now. Aloha, meine Lieben, ONPASSIVE Familie und weit darüber hinaus. Heute, der 25. Januar, sind wir hier und präsentieren hier aus dem Kanal ONPASSIVE Out of the Heart Space. Das bedeutet ONPASSIVE aus dem Herzensraum heraus. Alles, was hier präsentiert wird, wird aus dem Herzensraum herausgeschöpft. Ja? Wie auch heute. Mein Name ist Corinne Isabel Mikes, ich wohne in der Schweiz und befinde mich in einem Zustand der Glückseligkeit, weil ich ein Gründer bin bei ONPASSIVE und bin so dankbar, dass ich hier mitwirken darf. Genau. Und mein Gast heute, ganz ein spezieller Gast, eine ganz liebe Persönlichkeit mit dem Namen Hubert Steinmair. Er wohnt in Südtirol und stellt heute für uns ein ganz besonderes Projekt vor, das durch und mit ONPASSIVE auch manifestiert wird. Und ich übersetze das Gesamte heute vom Englisch in Deutsch und umgekehrt. Also setzt euch hin, hört mit eurem Herz hin und genießt es. Ich danke dir, lieber Hubert. Vielleicht möchtest du gerne kurz zu deiner Persönlichkeit etwas sagen und dann das Projekt noch nicht besonders vorstellen, sondern erstmal sagen, wie war diese Initialzündung, dass du überhaupt dieses Projekt in das Leben gerufen hast. How would you please present yourself with a few words and then let us know how did you initiate this wonderful idea and vision and project out of your heart? Would you mind to share that with us, please? Dankeschön. Hallo, liebe Corinne, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und ich möchte all jene grüßen, die jetzt draußen an den Computerbildschirmen oder am Handy zuschauen, sich die Zeit nehmen. Also, du fragst mich, ja, wie ich zu dem Projekt gekommen bin. Also ich wohne in Südtirol, Italien, Oberitalien. Das ist ein deutschsprachiger Teil von Italien oder Hauptsache deutschsprachig, eigentlich dreisprachig. Und ich habe eigentlich schon in frühester Jugend mit dem Gedanken gespielt, irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, die Zeiten, wie sie damals waren, so in Großfamilien und so weiter, wieder zusammen zu sein. Aber natürlich, wie sollst du das umsetzen ohne Knete? Ja. Und irgendwann ruft mich mein lieber Freund Hans Hofer an und sagt, Hubert, ich hab's, du kannst deine Projekte umsetzen. Ich sag, Hans, ach, du weißt, wir haben so vieles schon probiert und es klappt einfach nicht. Ja, sagt er, aber sag mir dann nicht bitte, dass ich es dir nicht gesagt habe. Und da bin ich stutzig geworden, ja. Und er sagte mir, heute Nachmittag ist ein Zoom-Call mit einer Person aus der Schweiz. Das war die Katrin, Wildner Katrin.
die ich an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen möchte und den Hans natürlich auch. Ohne die beiden wäre ich heute nicht hier. Und er hat gesagt, hör dir das an, das könnte was sein. Und ich bin prinzipiell jemand, der sich die Dinge anhört, weil einfach Nein sagen und wegschauen, das ist es nicht, ja. Und ich habe mir das Ganze dann angehört. Die Katrin hat das eigentlich sehr einfach erklärt, mit einfachen Worten. Ich habe nur verstanden, wenn nur ein einziges Prozent von dem wahr ist, was die Frau mir sagt, dann wäre ich echt dumm, wenn ich nicht dabei wäre. Ja, super. Darf ich das kurz übersetzen? Wann war das denn etwa, vom Datum her? Möchtest du das noch sagen? 25. Mai 2020. Das Datum wirst du immer wieder erinnern, gell? Das ist ja das wird ein Feiertag. Das wird ein Feiertag. Ja, ganz sicher. Geht ganz vielen Gründern so. Die werden sich ewig erinnern an den Tag, an dem sie sich registriert haben. Wunderbar. Ich übersetze kurz für dich. Here I'm going to translate now his short introduction for you. His name is Hubert Steinmair. He lives in south of Tyrol, which is a part of Italy. And as I told you before, it is they speak 3 languages. They are just very multicultural there around. And as soon as he says, since many years already, when he was a young man, war das in der Jugendzeit, schon als Jugendliche, frühe Jugend, ist das frühe Jugend, wie jung etwa? Ja, so in meiner Pubertät. In der Pubertät, during this, when he was between around 15 and 17, maybe, during his youth time, he had this vision and this idea and impulse, and it was very clear to him, but he couldn't realize anything because he didn't have the molar. Just like our CEO Ash Mufareh says, no molar, you can't do anything at that moment. He had this vision in his heart, and the time was going on, and then he met a dear friend his name is Hans Hofer. He's a proud founder in ONPASSIVE too, and he told him, dear Hubert, I have your solution. There is a solution where you can realize and fulfill all your projects which you were always dreaming about. And he said, well, okay, tell me something else. Many people, they say the same thing. I'm a bit skeptical. We'll see. But he said, no, listen, today there's a webinar presented from a Swiss founder. Her name is Karin Mildner. And come on, we join together and we go and visit this webinar. And he said, whatever he heard in this webinar, he thought whenever just 1% of the information he heard is true, then he must step in, because everything is fine and everything could be fulfilled, even if 1%. So he must be mad if he doesn't choose for it. So he chose. This was the 25th of May of 2020. And he will always remember that date, because instantly this date changed his consciousness regarding his dreams and his projects. So here we are. And now I'm asking you, okay, so tell us more about this project, which is you going to realize and are working and operating out of it. So deswegen frage ich danke. And he says, thank you, of course, to Hans Hofer and this Karin Mildner on this place, because without them, he would never have the chance to step in. Yes, he would like to say thank you to these 2 founders. Yes, and now I ask you, would you share please this project with us? Lieber Hubert, würdest du jetzt bitte dieses Projekt etwas vorstellen oder mit uns in die Runde geben, worum es da geht? Genau, danke, ich gebe dir jetzt etwas Zeit. Bitte
lass mir dann ein bisschen Zeit, ich sage dir dann Stopp, damit ich übersetzen kann. Ja? Ich möchte dich nicht im Redefluss unterbrechen. Du weißt, hast ja das Gefühl dafür. Ja, ich danke dir. Als ich dann Gründer geworden war, da habe ich gleich nachher in einem Webinar zum ersten Mal unseren CEO Mufareh erlebt, und ich habe seine Augen glänzen sehen, und ich habe den Mann erlebt. Ich habe gewusst, der meint das so. Der meint das genau so, wie er es sagt. Der spricht nicht mit dem Kopf, der spricht mit dem Herzen. Das ist der Mann, der uns hilft, unsere Projekte umzusetzen. Und ich habe mich dann weiter informiert und also habe die Homepage mir durchgeschaut und die Informationen, die ich da bekommen habe. Und ich habe gefunden, also wirklich immer mehr. Ich war überzeugt, dann dies ist das Projekt, wo man wirklich schöne Projekte machen kann. Und deshalb bin ich natürlich immer mehr begeistert geworden. Und man weiß ja, begeistert, der Geist ist drin, ja. Und wunderbar, wunderbar. Lass mich das kurz, deine Begeisterung auch transportieren hier auf Englisch. Yes, he said, oh, I remember exactly. When I stepped into ONPASSIVE, then I had the occasion to visit a corporate webinar where I experienced our genuine CEO, Mufareh, I've never seen before. And as soon as he encountered him and looked through his eyes and to his eyes, he felt the power and the love of this human being who was talking not through his mind, he's a genius mind, but through his heart, and touched him again. And he again was convinced and confirmed and reminded he's in the right spot, at the right place, the right timing. It's exactly where he should be to realize and fulfill his heart projects. And that's then he was so, we say in German, begeistert, which means he was so amazed that it's just like all in. So begeistert means he felt the whole spirit of ONPASSIVE, you know, and he went through and learned more and informed himself through the homepage, and everything was so beautiful. And he said yes, yes, yes to this, and he's totally in and is so grateful to be here. And yes, and go on, please. Also du bist so dankbar, dass du mit dabei bist. Und es ist immer wieder ein Ja, ein Öffnen des Herzens, und das Herz springt vor Freude. Und wie geht es dann weiter? How does it work? You know, we can feel your passion. Wir können deine Begeisterung spüren. Your passion, genau, das ist die Passion. Und would you mind to go on and exploring a bit more on this topic for your project? Würdest du jetzt bitte etwas weiter ausführen, wie es um dein oder um euer Projekt steht? Als ich damals Mufareh sprechen hörte von Bless, oh yeah, also die Plattform, die im sozialen Bereich gegründet werden soll, da wusste ich, das ist meine Plattform, das ist es. Da können wir wirklich Projekte umsetzen. Da können wir das machen, was wir uns vorgenommen haben. Das heißt, zunächst war ja nur ich alleine. Damals war mein Projekt so winzig klein, ja, weil ich ja keine Möglichkeit gefunden habe, wo ich die finanziellen Mittel dafür herbekomme. Und als ich dann von Bless gehört habe und so, habe ich mir vorgestellt, weil wir ja schon mal die Erfahrung gemacht haben mit einer Crowdfunding-Plattform, die allerdings nicht das Wahre war eben und deswegen auch nicht weiter verfolgt wurde. Aber jetzt weiß ich, mit ONPASSIVE werden diese Träume Wirklichkeit. Wunderbar. Lass mich das übersetzen. Das ist auch sehr kraftvoll. I'll translate in pieces because it's very powerful what he's saying here. He says, well, at a certain moment when, Bless, this is
a wonderful solution and platform which ONPASSIVE has released since a few. And he heard about that, oh bless, and then he knew instantly, you know, this is wonderful. That's the solution to realize and fulfill all his projects, and from others too. And he realized, well, my project was so small before entering into ONPASSIVE and knowing Bless. And now he dreamt bigger, and he said, well, although he was before ONPASSIVE trying with his friends to get this project running with a different crowdfunding and so, but it didn't work out, you know, so they left it behind. And now he have this hope, but really enforcement of this hope, the open field to say yes, with Bless in ONPASSIVE, this is possible and it's going to be realized. And that's why he's here today. So yes, genau. Deswegen bist du ja heute hier. Und wir wissen, Bless steht. Es ist noch nicht an die Öffentlichkeit vorgestellt worden, aber wir wissen unter uns, worum es sich handelt. Und das ist eine wunderbare, auch Crowdfunding, ohne irgendwelche, also ich will nicht zu viel verraten, denn es ist einfach einzigartig und selbstredend und wirklich ganz anders als die anderen, praktisch selbstlos. Und es wird 1:1 alles übertragen, was an Geldern gesammelt wird. Ja, da gibt es also keine dicken Kosten, die irgendwie andere bereichern, sage ich jetzt mal. Ja, das ist wirklich eine ethische, moralische, reine Sache. Genauso wie ONPASSIVE selbst. I'm just saying, you know, then he encountered Bless, and as we all know, we found this, and I don't want to release all about Bless now, because it's about to be released whenever it's ready for the public. At the moment, just let you know that there's a unique solution, a supreme solution out of the crowdfunding topic. It's very, very exclusive, because one of the greatest benefits is that it's going to be paid one-to-one. There is no costs which are going to be, you know, taken for any other things. It's just going to be very ethic, and it's ethic and moral high standards, just as everything in ONPASSIVE, clean, clear, and with this intention of love and of transparency. Yes, es ist transparent, es ist wie ONPASSIVE selbst, klar und sauber aufgestellt und mit der richtigen Intention, mit dem Herzen und transparent eben. Aber davon werden wir dann zum richtigen Zeitpunkt erfahren. Jetzt nochmal von dir, lieber Hubert. Du hast Bless dann kennengelernt und hast natürlich sofort gespürt, das ist unser Vehikel, mit dem wir unsere Projekte umsetzen können. Ja, ist klar, wenn wir bedenken, wir sind ja heute schon über 1 Million Gründer. Oh ja. Wenn jeder nur €1 bzw. $1 spenden würde, ja, dann hätten wir ja schon ein Kapital. Und als mir das bewusst geworden war, da habe ich angefangen, wirklich zu planen. Also das Projekt wurde von so winzig immer größer, ja. Und das ist ja auch richtig so. Mr. Ash hat ja immer gesagt, öffnet eure Herzen, macht eure Träume groß. Ja, und wenn er das sagt, dann wird es auch tatsächlich so sein. Und mittlerweile gibt es auch in Südtirol, obwohl Italien eines der letzteren Länder war, das bei ONPASSIVE zu ONPASSIVE dazugekommen ist, ist doch eine schöne Gruppe von Foundern, von Gründern, die mittlerweile auch in Italien sind. Und 6 Leute aus Südtirol, die haben sich spontan bereit erklärt und gesagt, da bin ich dabei. Ich habe mit ihnen gesprochen über das Projekt und so, und da bin ich dabei. Da sind einige dabei, die sind sehr, sehr begeistert, ja, so wie ich, wirklich voll Begeisterung. Wunderbar, wunderbar. Ich lasse mich das übersetzen hier. Now he says, yes. This is, you know,
with Herz Bless, everything is going to be possible. He realized that. And as our genuine CEO, Mufareh, always says, dream bigger, dream bigger. He dared to dream bigger too. And as we know, at the moment, we are 1 million founders in ONPASSIVE and more. And just imagine if every founder would give, you know, $1, we have $1 million as a capital to build something up. Well, this is in one choice only, and one decision. So that's what he says. And then he realized, wow, I can really start to plan the business plan on a different way, dreaming bigger. As Mufareh says, always dream bigger, allow yourself to dream bigger. The sky is the limit, you know, this is eternal possibility. So that's what he did. And he went to win resonance. At the beginning, he was alone with this project. And now he has an executive team of 6 founders. They are all very committed and passionate about that project. And they're all in. And they're all from the south of Tyrol, there where he lives. And at the moment, they have a quite reasonable group of Italian founders and, you know, from South Tyrol founders, and quite a good group, although Italy was not one of the first countries entering in ONPASSIVE, but it's reasonable, fine, and it's growing. And these 6 they are very, very committed, and this is very beautiful and powerful. Ja, die sind sehr verbindlich engagiert und sind all in, oder? Und das ist natürlich wunderschön. Vielen Dank. Jetzt weiter. Bitte führ noch etwas aus, jetzt mit diesen 6 aus deinem OK-Team von den Gründern. Was ist denn jetzt? Verrat uns mal, worum es geht hier in dem Projekt. You know, tell us. Ich bin schon ganz kribbelig, obwohl ich ja weiß, worum es geht. You know, I'm just excited. I'm just teasing him. I'm excited. I know what's about this project, and I'm all in too. So yes, of course, I'm supporting this project too. But let us know, please. Ja, bitte. Es ist natürlich klar, dass diese 6 Leute alle Herzensmenschen sind, ja, die wirklich wissen, dass wir dieses Projekt umsetzen und dass wir das machen ohne Profit, also ein Non-Profit-Projekt aufbauen. Klar, jetzt natürlich ist klar, werde ich natürlich ein bisschen, ich kann nur ein wenig erklären, um was es geht, weil dieses Projekt so groß ist. Aber wie gesagt, ich habe dann angefangen zu planen. Also es geht darum, Gemeinschaften zu schaffen, weil es gab einmal eine Zeit, da waren die Familien viel, viel größer, als es heute der Fall ist. Da war, man könnte sagen, ein Generationenhaus, ja. Da waren alle vertreten von ganz klein bis uralt manchmal, ja. Und jeder hat versucht, seinen Beitrag zu leisten. Und nachdem es ja in jetziger Zeit sehr wenig Großgemeinschaften mehr gibt oder eigentlich fast keine mehr, ist die Idee gereift, alte Strukturen, die nicht mehr genutzt werden, entweder anzumieten oder zu kaufen, wenn das geht, und neu, also zu restaurieren, gerecht herzurichten, so dass es für alle wohnbar wird. Und dort sogenannte Tagesbetreuungsstätten einzurichten. Für Senioren, für Kinder. Es gibt ja nichts Schöneres, wie Senioren und Kinder zusammenzubringen. Da ist richtig Energie drin, da ist was los, ja. Und Menschen mit Behinderung, Tiere, ja, also richtige Wohngemeinschaften, allerdings im Moment nur geplant als Tagesbetreuungsstätten. Lass mich das mal übersetzen. Tagesbetreuungsstätte, das noch aufschreiben. I'm taking my notes to be able to translate everything, you know. So let me translate that what he said. Yes, he said yes, of course. Now he's exploring a bit more about this project, which is only done through and with heartfelt leadership. All these founders are great leaders
with open heart, okay? And they're all in with the heart energy. And of course, it's a project which is categorized in this world of non-profit organization, okay? So everybody is just selfless in to fulfill this mission they're in. So the main idea is to remember in the old times we had that in our families and in our surroundings. Just let me transport to you just like a big more generational tribe, okay? A more generational family, a group, a gathering together, just like a house of various generations. So families and more. So, and everybody could complement each other. You know, the elder ones with their wisdom and their experience complement with the smaller ones, with the younger ones, and you know how could be all of a sudden a wonderful, fun and cheerful party between elder and the young ones, you know, with the great children or so on, you know that. So this idea was growing and growing, and the structure was thought about, and the business plan, we come later on it, we kommen nachher darauf, auf den business plan, the structures to have the idea either to build or to buy or to rent a site, a location somewhere ideal with the optimum surrounding, and to realize and fulfill this ambience and this site for the seniors, the children, and everybody participating. So yes, even for disabled human beings or with, you know, certain disabilities and animals, why not? At the moment, they have focused only, at the moment, focused on, with the plans, on the daycare, but they're open for more, so for the 20 hours support. Hier bin ich jetzt da dran, als du gesagt hast, im Moment habt ihr nur im Moment eine Tagesbetreuung eingeplant, aber es darf ja auch noch mehr entstehen, oder? Ja, genau. Ja, genau, bitte. ja, natürlich. Aber man ist klar, also als ich, wie gesagt, von Alo-O-ha gehört habe und die Möglichkeiten, die man damit hat, da wurden die Träume immer größer, ja, weil man muss sich mal vorstellen, eine solche Tagesbetreuungsstätte braucht natürlich auch Betreuer und die müssen erst einmal bezahlt werden. Dann braucht es die geeignete Struktur, die man eben, wie gesagt, anmietet oder vielleicht kauft und renoviert. Und viele andere Sachen. Geplant ist auch ein eigener Catering-Service, der also praktisch nur für die Struktur da ist, dass die Leute da auch essen, also Gemeinschaft, die man sich heute nicht mehr so vorstellen kann, aber früher war das gang und gäbe. Jeder hat sich irgendwie in die Gemeinschaft eingebracht. Natürlich ein Catering-Service hat seine eigene Aufgabe. Und die werden natürlich dafür sorgen, dass die Leute auch ein gutes Essen bekommen, in dem Sinne ein abwechslungsreiches Essen und so weiter. Und natürlich, die ist alles irgendwie zunächst mal im Kopf entstanden und dann hat man gewisse Pläne gemacht. Und als die 6 Leute da sich bereit erklärt haben, ich bin dabei, ja, und da waren wir schon mehr und jetzt sind wir daran. Es gibt sogar schon eine Struktur, die geerbt wurde von einer der Personen, die mit in diesem Kreis von diesen 6 Personen ist. Natürlich auch eine Struktur, die halb verfallen ist. Auch die muss man in neuem Licht entstehen lassen. Und da ist natürlich schon einige Arbeit vor uns. Aber wie gesagt, alles hing
hängt an der finanziellen Unterstützung. Okay, lass mich das kurz übersetzen, weil das ist hier ein Schlüssel, an dem wir nachher wieder einhängen. Yes, thank you. I'm going to interrupt him because now we are going to get deeper in the matter. He says, well, yes, as he said before, with Herz Bless, he saw all these possibilities open up, and he started to dream bigger and bigger and bigger and bigger. And he realizes, of course, together with his team, there are lots of different aspects they have to consider, just like the staff, the caretakers, the caregivers, the structure, which would be they buy a site or they rent it, a catering service, for example, to be able to give whoever needed the nutrition and everything regarding to healthcare, in this case. And again, it is the idea and the vision and the mission to remember that these structures and these communities were there before. Today, we are not so familiar here in Europe at the moment with this living in this community is like a huge tribe or huge family with different generations, but this was lived before. So he wants to take back this idea of holy, sacred community which complement each other and are living together, and everybody shares their potential to explore and to complement each other. This is beautiful. So yes, these 6 founders, they said, of course, I'm all in, we are in. And even one of these particular founders, she has had an occasion that she was given through how would I say, über einen Vererbten. She got a inheritance, I think, inheritance, something through a testament, a site which has to be built up, renovated, but it's beautiful. So yes, there we need some moolah, some apples, some really, you know what I mean. So here we are. And I ask you, dear friend and brother of ONPASSIVE, how much is the budget, or how much moolah do you need to fulfill this project? Have you calculated a business plan? Do you have a business plan? And let us know how much is this and where about is this location? Explore a bit more. Jetzt sage ich auf Deutsch. Bitte, ja, das ist wunderbar. Das ist ja ganz toll, dass das jetzt so am Entstehen ist. Und natürlich hängt es von wir sagen in der Schweiz Mutschke, Tutschke, ja, von den Äpfeln, sagen wir hier, von dem Geklimpe oder von Scheinen oder wie auch immer, auf jeden Fall von dem Energieausgleich und dass das honoriert werden kann auf allen Ebenen und jeder in seinem Potenzial auch ausgeglichen wird. Und dazu braucht es auf Deutsch Geld, ja. Und deshalb frage ich hier, was für ein Budget habt ihr? Wie viel braucht es dann? Wo ist der Bedarf? Habt ihr da ausgerechnet? Sag uns doch etwas mehr dazu, damit wir eine Idee bekommen, was es dazu braucht. Zunächst ist natürlich geplant, mit einer Struktur zu starten. Wir haben zwar jetzt bereits Aussicht auf eine solche Struktur. Natürlich ist noch nichts vertraglich und so weiter geschehen, weil ja noch kein Geld da ist. Aber diese Struktur würde sich so sehr eignen, weil sie erstens in der Nähe einer Stadt ist. Oh yes. Zum Zweiten gibt es Wasser und sehr viel Grün und einen riesen Garten für die Kinder zum Spielen und natürlich nicht nur für die Kinder. Ich weiß aus Erfahrung, dass auch die Senioren sehr, sehr gerne und viel spielen würden, wenn man sich die Zeit für sie nimmt. Natürlich, wenn man dann Leute aus der Pflege zum Beispiel einstellt und diese dann die Leute betreuen
oder Menschen aus der Freizeitgestaltung, die wirklich schöne Ideen mitbringen und auch kulturelle Angebote mit einbauen, Ausflüge machen, also was man so alles machen kann, damit das Leben, speziell für Senioren, sehr abwechslungsreich wird und natürlich die Kinder, die sorgen für Abwechslung. Und also das Ganze soll dann so sein, wie gesagt, also richtig leben. Da soll der Geist der Ahnen wieder erwachen, ja. Die Wunderbar. Erinnerungen, die alten Erinnerungen einfach wieder erwachen. Zu deiner Frage Budget, ja, ist klar. Also um eine erste Struktur zu starten, kann ich mir vorstellen, dass man so zwischen 15 bis 20 Millionen Euro, in etwa so 18, 19 Millionen Dollar brauchen würde. Und ich gehe davon aus, wirklich, dass das in ONPASSIVE sicher machbar ist. Schon bei der Überlegung, es gibt eine Crowdfunding-Plattform, Bless. Genau. Ja. Ja, lass mich das mal übersetzen, bitte. Lass mich das übersetzen. This is wonderful. I have to translate that because it's quite powerful too. You know, he said, first of all, he'd like to emphasize that at the moment they have one structure, but they're aiming, you know, to create a model and to have a ripple effect. Ich sagte jetzt einfach, ihr habt ja die Idee, auch das als Modell zu gebrauchen, um das mehrfach umzusetzen, oder? Das ist erfolgreich umzusetzen. Das ist erstmal die Aussicht. They are envisioning and they have this site, but of course, as they don't have the budget ready, but it's just there, the site is there, just like say, das ist sicher wie jetzt schon reserviert, diese Location, diese Struktur, is there, and as soon as we can move money out of the crowdfunding, out of Bless, or however, it's going to be achieved. And there is a beautiful site, it's nearby the city, and at the same time in nature. A beautiful surrounding, he says, with a river, with a water element running thereby, a wonderful surrounding in nature with a wonderful big garden where the children can play. And however, the elder seniors, they would play too, you know, but they love playing. He has been operating as a caretaker in different organizations, and he knows how the elder human being, they like to play and like to have fun in nature too. And you know, the seniors, they like this to take chance. So he says, but we don't have, sometimes we don't take care or don't take time for them. So here the idea is to give time and have the perfect crew evolving with the different expertise and experts, just like in service, in caretaking, and in social services, you know, in to offer different, not only the catering, but different events, just like music events or dancing events, or having kind of socializing, visiting things or sites, you know, very much different motion and moving, just life, just living life as it is, not in one side, but living life in a dynamic, joyful way. So yes, that's all about to give them life again, or the opportunity to live life. And these different generations, and you know, wherever children are, there's life anyways. They move a lot of energy. So yes, this generation, mix of generation, is wonderful, complementing itself. And he said, well, Corinne, you asked about the budget. Yes, this is an important topic. We need at the moment, with our budget plan, with our big business plan, we had, and we have at the moment, a foundation of 15 to 20 million euros, which is more or less 18 to 19 million US dollar. With that base, we have a good foundation to build up the basic structure and to hold on rolling with experts and everything, what is basics to have this
site living and even renovating the site's structure, which is in now. So, and we know that in unpassive, everything is possible. That's the abundant field. And it's out of the will and the desire of the founders themselves, which are open for humanitarian projects, you know, because unpassive has this intention to uplift humanity and to share whatever is possible and necessary to fill up our tanks itself and then share our wealth and our whatever we want to with others, you know, help to projects and so on. Ich sagte jetzt, ja, das ist hier Non-Passive Machwelt, wie du sagtest, mit dem Crowdfunding auf Bless zum Beispiel und anders auch. Und es ist ja die Idee von Non-Passive, aus dem Füllefeld die Sachen zu erschaffen. Und das hat mit allen zu tun, die bereit sind, sich zu öffnen und das weiterzugeben, was sie für sich selbst erstmal gewinnen, ja, und sich selbst mal ihre Bedürfnisse abdecken und dann aus der Fülle heraus weitergeben. You know, this is the win-win-win situation. That's why our mantra is in it to win it. That's it. And this seems to me, und das tönt hier für mich ein wirklich win-win-win. This seems to me a win-win-win situation, not only for the elder people, for the children, for their families, you know, for the moms, the dads, the whole family, all the generations. And this is just like a core of unpassive. Es ist wie ein Kern von unpassive, ein Herzstück, ja. Wir sind alle in verschiedenen Generationen hier vereint in einer Familie. Und natürlich ist das möglich mit unpassive, wenn sich die Menschen dazu auch bewegen lassen. Und da sind wir da. Viele sind ja Herzensmenschen, die solche humanitären Projekte auch unterstützen. Und dafür, das ist ja das ist die Kernbotschaft, die Menschen zu erheben und dieses einfach umzusetzen. Ja? Mit den wunderbaren Lösungen, with the wonderful tools and solution of unpassive, of course. I'm sorry, ich weiß, ich hole jetzt noch etwas aus. Ich gebe dir wieder das Wort, mein lieber Hubert. Please, I give you, yes, please go on, hier noch auszuführen, was dieses Projekt so attraktiv macht, oder? Was gibt es da noch für Punkte, die du hier hervorheben möchtest? Which are the highlights of this project you'd like to highlight more to make it more attractive today? Man denke nur daran, man stelle sich nur mal vor, was sein wird, wenn Kinder den älteren Generationen beibringen, wie man mit einem Smartphone umgeht oder mit den Tools von unpassive. Warum nicht? Die sind ja dazu da, den Menschen etwas an die Hand zu geben, was ihr Leben in positiver Weise beeinflussen kann. Ja, man denke nur an die tollen Chats, die da drin sind und also die Kommunikationsmöglichkeiten, die alle da mit inkorporiert sind. Und man umgekehrt natürlich, dass die Senioren der Jugend beibringen, wie man früher Brot gebacken hat zum Beispiel oder wie man früher Gewand gewebt hat oder gestrickt und gehäkelt, und da gibt es ja eine ganze Menge. Das sind nur einige Dinge, ja, aber man stelle sich mal vor, was da für eine Energie fließen wird in einer Weise, wo Menschen einfach zusammenkommen, die sonst irgendwo auf dem Abstellgleis gelandet wären, weil sie vielleicht niemanden haben zu Hause, der sie betreuen kann. Und so sind sie in Gesellschaft. Und das, ja, also. Fantastic. I transport this, you know. We have to imagine how huge this project is. Imagine, and go with him, you can feel his passion about this. How would that be whenever we imagine the children and the youth there in this sites, in this more generation family, and they're teaching, for example, the elder ones how to utilize a smartphone. One idea of most of many. Or why not
to teach them how to utilize the wonderful digital tools of ONPASSIVE, the solutions which make everybody happy because they are simple and they're the best and supreme and easy to use and just plug in. If you know how to do it, you know, the youth and the children and the youth, the younger generation, they're very, very quick with these things, and it's really, and it's easily to understand for the elder too, if they have some support. Yes, certainly. And the elder ones, they could show and remind the smaller ones or the younger ones how to bake a bread, for example, or something out of the kitchen, or handcrafts, just like sewing or creative things out of peace. Imagine how many energy could be transported and flowing back and forward in complementing them, each other, and having fun and being in a joyful mode. So this is very, very uplifting. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr erhebend von der Stimmung her, wenn da so viel Freude entsteht aus dieser Energie, dass alle sich wertvoll fühlen. They're all noticing, oh, I'm giving more value for the community. I'm worthful. I'm seen. I am called for. I am useful, because some of our elders, they are just in the elder house, and they're more passive than anything else. So yes, sometimes it's like that, not everywhere, but we have some cases. Ich sagte, hier in Europa weiß ich selber auch, dass oftmals ist es so, dass in Altersheimen oder in Seniorenheimen die Senioren einfach abgestellt werden. Also nicht überall, aber es gibt so, wo es nicht so viel Gestaltung, und die sind eher passiv. Und dann ist der Degenerationsprozess einfach wieder unterstützt und wenn Freude reinkommt. Also stell mir vor, du, wenn die anfangen zu tanzen, zu kreativ zu sein, malen und mit den Kindern wieder ihre Potenzial und alles entdecken und wieder erinnern können, da ist es richtig genial. I imagine, you know, when the elder ones, they are together with these children and they're joyful and they are regenerating, how you say, they're getting back to be regenerating and healed because they're happy. It's all about happiness. If you're happy, every cell of your body is happy. And this is a different frequency, isn't this? Ist das so, oder? Wenn wir glücklich sind und diese Freude haben, dann tanzt jede Zelle von uns. Und das ist fast ein Heilungsprozess, der initiiert wird. Ja? Also unterstützt zumindest, dass wir hier regenerieren und vielleicht Verjüngungskur. Vielleicht ist es sogar eine Verjüngungskur. Ich glaube, ich schicke meine Mutter dort in dein Generationshaus. Als Corinne tanzen, möchte ich nur einhaken kurz. Ich habe für eine längere Zeit in verschiedenen Seniorenheimen in Südtirol Senioren-DJ gemacht, ja, also Musik für Senioren gemacht. Und du glaubst es nicht, was die für Freude gehabt haben, ja. Da haben wir Polonaisen gemacht mit Rollstühlen und so. Und das war die Gaudi schlechthin, also der Hammer. Und so stelle ich mir vor, da kommt richtig Leben hinein. Wunderbar. Ich meine, damals, das waren vielleicht 1-2 Stunden höchstens, aber wir können uns mal vorstellen, wenn das jeden Tag so geht, dass man wirklich ausgewählte Sachen macht, wie eben solche Tanzeinlagen, egal, und kulturelle Angebote, die auch sehr viel Sinn machen. Man kann Kurse anbieten. Ältere Leute, die haben oft Wünsche, die möchten dies oder jenes lernen, zum Beispiel, und da können wir sehr, sehr viel machen, ja, und wir können Leute einladen, Experten einladen, die schöne Vorträge machen, also seniorengerecht und kindergerecht natürlich auch, ja. Genau. Das ist wunderbar. You know, he says, well, there is a huge topic, a huge field to improve and fulfill. He says, you know, he has been experiencing in his before days that he was operating as a DJ
in the Elderheim, in the seniors' homes. And sometimes he just was like a DJ, a music DJ. And oh, you can't imagine. Imagine 1 to 2 hours he was there, and they were dancing and jumping around if they could, or even in the wheelchair, dancing with a wheelchair. It was so dynamic and nice to support this, just being a DJ for music. And this was just 1 to 2 hours. So imagine we could organize and offer some different, joyful things which are demanded from the seniors and the children. Okay, the different generations. So what wishes do they have? And they have wishes. And imagine we have experts that could fulfill and offer these wishes. So wonderful, it's all alive. And this is an idea to organize a vivid community, which is living just life and loving life. Es ist einfach wunderbar, das zu organisieren und anzubieten, dass diese Gemeinschaft dann auch lebt und liebt und lebendig ist, ja? Und das Leben ist ja lebendig. Das Leben liebt und das Leben lebt. Das lebt dann richtig. Genau. Jetzt, ich hab hier Musik gehört. Ich habe Musik gehört. Also Musik, das ist mein Schlüsselwort. Und ich frage, was hast du mit Musik zu tun, beziehungsweise Frequenzen? Und ich weiß doch so aus dem Nähkästchen, dass du so eine Affinität hast mit Radiofrequenzen. Und vielleicht magst du uns ja da noch etwas erzählen und mit in die Runde geben, was du da noch integrieren möchtest. I'm translate here, und dann kannst du da ein bisschen durchatmen. Ich muss es übersetzen. I translated. The next question is, I have heard music, and this is music to my ears and the frequency. And I know that Hubert here, our dear Hubert Steinmair, he has different skills, but one of his expertises and passion is the radio. That is a lot to do with frequency. So let us know a little bit more. How would you like to integrate this topic of music or voice or frequency through the radio? However, please go ahead. Weil du vorhin gesagt hast, da kommt Freude auf, ist mir eingefallen, was gibt es Schöneres, als Menschen glücklich zu machen? Es gibt eigentlich nichts Schöneres, weil wenn du Menschen glücklich machst, machst du dich automatisch selbst glücklich. Und ich habe da erlebt, also wirklich, wie ich da Musik gemacht habe in den Seniorenheimen, wie die Leute aufgeblüht sind und gefragt, wann kommst du wieder, wann kommst du wieder? Und nachdem ich seit den 70er Jahren mich mit Radio beschäftige, ich habe auch eine eigene Radiostation aufgebaut, die immer noch ganz gut funktioniert. Allerdings ist das keine Non-Profit-Radiostation, aber ich habe geplant, in diese Stiftung, also wir gründen eine Stiftung für Non-Profit-Projekte, und in diese Stiftung hinein möchten wir eine Radiostation setzen, weil bei uns in Europa noch sehr, sehr viel Radio gehört wird und es interessanterweise, wenn wir so die Umfragewerte hernehmen, dann sind es immer mehr statt weniger, auch wenn es Internet und dies und das gibt. Aber stell dir mal vor, liebe Corinne, wenn wir die Tools von ONPASSIVE mit Radio kombinieren, dann haben wir die perfekte Werbung, ja. Obwohl in dieser Radiostation keine Werbung gesendet wird. Wir senden nur Berichte, also Expertenberichte. Natürlich werden wir alle Tools von ONPASSIVE vorstellen, aber nicht nur die, sondern Themen von A bis Z, also egal, ob es jetzt um Haushaltsthemen, um Gesundheitsthemen, um Schulthemen, um Freizeitthemen, ganz egal. Da werden Experten die Plattform benutzen, einfach um ihre Expertisen zu geben, also Expertenbeiträge. Und das Ganze wird dann mit Musik umrundet, also ein bunt gemischtes Musikprogramm für eine breite Masse, die nicht von Werbung unterbrochen wird. Das ist sehr wichtig. Und wir machen auch keine News, weil es dafür schon andere Plattformen jede Menge gibt. Wir brauchen das nicht. Wir präsentieren Non-Profit-Projekte, und zwar weltweit. Ja, wenn irgendjemand
jemanden kennt, der ein Non-Profit-Projekt ins Leben gerufen hat und dieses präsentieren will, dann wird das über diese Radiostation gemacht. Und natürlich werden wir unsere Homepage von ONPASSIVE perfekt machen lassen, ja. Und alle Hilfen aus den Tools von ONPASSIVE in einer super Weise einsetzen dürfen. Und das wird gewaltig, das wird mega-mäßig. Mega, mega, you understand, it's mega, 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 great, great and amazing. He says, imagine. Yes, you said before, he said, Corinne, you said about joy. Yes, what is it better than offer and make possible to make people happy and joyful than something else? This is, he says, that's the ultimate achievement, to make people happy. And as he said before, when he saw and experienced these seniors with the music, as he was a DJ and other things he's done to support the joy in this elder human beings, he said, they told him, oh, Hubert, when are you coming back? We had so much fun. When are you coming back? Please come every day. We want to see you again, you know. And then he said, oh, wonderful. And he remembered that in the 70s, he had his hobby made his passion, and he built up a radio station at that time. This was his hobby and his passion, and he thought, well, I can integrate this radio station, which is a moment, it's not a non-profit, it's a profit project. It's still running, and it's successful running. In Europe, there are many who are connected to the radio. They'll listen to radio during the lunch or during the break or whenever, you know, elder people and even children also, you know, some stories or so on. But he says he wants to make a difference, a different radio. So this is a radio which is integrated in this foundation. In this foundation, they are planning and, of course, integrating all the tools and solutions of ONPASSIVE, complementing. So imagine the radio once, well, he's a radio passionate, and I know that he would say, once a radio, he won't leave that again, just like ONPASSIVE. If you are once in, you won't leave that again. This is your final destination, you know, you're in and you stay in. And that's about all. So he says, well, this radio connected with ONPASSIVE tools, wow, what great potential. It's a perfect. And however, the big difference is it's going to be clear and clean and safe, because no news, no advertising, just music abroad, whole globally interesting for everybody through all the generation, and topics from experts which are interesting for all generations, just like, you know, topics out of the life regarding, you know, hobbies, whatever life occurs, or schooling, or music, or different expertise. So they're inviting experts to share their expertise in the radio, and why not? And he's inviting the public. If you have any project we'd like to introduce to the world, we are going to promote your project. If it's a non-profit project, you know, with a foundation like ONPASSIVE, or not foundation of crowdfunding like Bless or something else, because of course we are going to promote ONPASSIVE's tools, which is normal, because we are ONPASSIVE, you know, representing here. And if you don't know yet, you have to get in to experience the solutions from ONPASSIVE. They are perfect, supreme quality, and wonderful, targeted, and done for you. So it's a done deal all over. Yes, and this radio station could be really a complementation and a whole complete solution for this more generation family and sites. And even I would say
It could be a model to replicate in the different countries. Ich würde sogar sagen, lieber Hubert, dieses Modell könnte dann ja auch vervielfältigt werden in den verschiedenen Ländern. Nicht nur hier in Italien, im Südtirol und in Europa, sondern warum nicht auch als ausgereiftes Modell übernommen werden und in den verschiedenen Kontinenten und Ländern auch noch weitergegeben werden. Das tönt sehr, sehr ausgeklügelt, sehr durchdacht und mit sehr viel Herz gemacht. Und es reimt sich jetzt gerade durchdacht und gemacht mit Herz. Und alles, was Herz hat, das besteht. And, you know, I'm just saying and throwing in, why not to take this model as a ripple effect and to replicate in different countries? Because everything what is made with heart and dedication and passion is valuable and is going to work and can persist. What do you think about that? Was meinst du darüber? Also liebe Corinne, wenn ich so denke, ja, wenn ich so vor 20, 30 Jahren, als ich begonnen habe, im Kopf mir solche Projekte zusammenzustellen, wenn ich mit jemandem über das geredet hätte, das werde ich umsetzen, das werden wir umsetzen, wir gemeinsam, die hätten gesagt, bei dir fehlt wohl eine Schraube, ja, da oben. Aber jetzt mit ONPASSIVE und interessant, ich habe ja ganz, ganz lange Zeit Sponsoren gesucht, also Menschen, die finanzielle Unterstützung geben für sowas. Und da war niemand, ja. Und dann plötzlich springt mich ONPASSIVE an. Das, wer sucht, der findet. Da sieht man wieder Ursache und Wirkung. Genau, das ist ganz toll. Yes, he says, well, you know, Corinne, dear Corinne, yes, beforehand, before he knew ONPASSIVE, he was searching for sponsors, you know, some would give and offer the funds to realize this project, but he didn't find anyone. So then he was searching, calling, just communicating with the universe. So called and he says, well, this is the resonance. And then ONPASSIVE appeared in his field and he accepted, of course. And since then he knows that it's realizable. And of course, yes, we can do that and we are doing it. So he's inviting the audience to listen to their hearts. And if you feel just the resonance, to contact us, either Hubert Steinmair as an initiator and visionary and pioneer in this endeavor, or even to get joined ONPASSIVE. If you haven't joined yet, you will find underneath the video, I will publish the link with an email address, so contact details from him, and even to join ONPASSIVE. On the other hand, remember that it's ultimate that you get back to the person who recommended you this video to join ONPASSIVE if you haven't joined yet. Ich sage es jetzt auch nochmal, ja, natürlich, das mit ONPASSIVE ist alles möglich, was hier die Herzen öffnet und alles erhebt. Und ich werde hier unter dem Video auch noch verlinken, deine Koordinaten, wer sich mit dir in Verbindung setzen möchte und das Projekt unterstützen. Für diejenigen, die noch nicht bei ONPASSIVE dabei sind, empfehlen wir immer, ethisch und moralisch auch sich daran zu halten, dass diese Person, die oder dieser Mensch, der euch dieses Video empfohlen hat, sich an den zu wenden, um euch zu registrieren. Ja, das ist wichtig. Also an diese Menschen zu wenden, der euch dieses Video weitergeleitet oder empfohlen hat. Und wenn das nicht so ist, dass ihr ja einfach hier herangelangt seid, dann fühlt euch frei, auch einen Registrierungslink, den ich auch verlinken werde, zu nutzen. Ich werde unsere Koordinaten publizieren, damit diejenigen, die im ONPASSIVE Feld sind, sich auch mit dir in Kontakt treten können, ja, oder mit uns. Und für diejenigen, die noch nicht da sind, eben ins ONPASSIVE-Feld auch mitmachen können, wenn sie das möchten. And again, yes, now, Hubert, let me see, do I have any more questions? Yes, I do have a question. We don't want to, I've heard that you have this site, this structure, this location is around in your area, yes? And you don't want to be very concrete because, well,
it's building up. Okay. And it's probably a model to replicate in different countries. Wonderful. We have heard about the budget, and we have heard that there are lots of experts already integrated and planned, and a worthful executive team, which is all in committed. So is there space to have more executive founders in das Team? Ist es möglich, dass noch andere Gründer, die auch Interesse sind oder haben, in dieses OK mit eintreten? Ist das willkommen oder seid ihr eine geschlossene Gruppe? Also das frage ich jetzt, oder? Ist es auch für Gründer, die jetzt sagen, oh, ich bin Feuer und Flamme, möchte hier mitwirken und möchte auch hier mitwirken? Ist das möglich? Klar ist das möglich. Es ist so, eine Stiftung braucht vom Gesetz her einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten und einen Sekretär. Und so wie es auch bei anderen Gemeinschaften ist, ja. Also ein Verein zum Beispiel ist in etwa so. Stiftung ist halt eine Stufe tiefer, weil man Gelder, die da hineinfließen, nicht versteuern muss. Also die Gelder dann wirklich dem Projekt zugutekommen. Und natürlich, je mehr Leute wir sind, die dieses Projekt unterstützen, vielleicht auch nicht unbedingt aktiv unterstützen, aber vielleicht finanziell unterstützen, ja, da ist natürlich schon eine große Hilfe, weil es wirklich einiges an Finanzmitteln braucht. Aber es geht ja auch anders. Es geht ja, wie du schon so richtig gesagt hast, sollte sich dieses Projekt expandieren, hinaus in alle Welt tragen, das wäre natürlich wunderschön. Denn ich kann natürlich nicht überall sein, ja. Und wir starten halt mit diesem Projekt jetzt bei uns in Südtirol, in meiner Nähe, weil wir dort auch eine passende Struktur gefunden haben. Ob dann alles vertraglich genauso klappt, das da müssen wir erst schauen, aber das ist eine Struktur, die am Zerfallen ist eigentlich, und das ist sehr schade, weil es wirklich eine wunderschöne Gegend ist und wunderschöne Struktur, aus der man wirklich in die Richtung was machen kann. Also je mehr wir sind, desto stärker sind wir und desto mehr werden wir Menschen glücklich machen. Wonderful, wonderful. Yes, he said, of course, it's open for more. And he says, well, this is a foundation, and as every foundation here in his country, they need a president, a vice president, and a secretary. You know, it's a certain structure which is given. And in this foundation, they can raise funds, and they don't have to be, they are not taxable. So this is a structure which is given, and every fund goes directly to the project, just as in Bless, for example, the crowdfunding, yes. And of course, it's a big support, which we need. There might be active or passive, supportive human beings, which are just capitalists maybe, and don't want to have direct contact, but they are supporting with the finances, or others, they want to be integrated with their skills and expertises, and they're actively there. Everybody's welcome who has a heart and is on fire with this project. So yes, you're welcome to contact us, to contact him, and they're ready to expand. You know, they're starting now. We are starting with this one project in the south of Tyrol with this structure, which is given already and has to be renovated. They have everything structured and planned with a business plan. Everything is settled, and the expertises and the experts and the commitment and the executive team, and there is more to do. And we imagine to expand worldwide, not only in Italy, in Germany, in Austria, in Europe, but worldwide. So yes, he can't clone himself to be all over the world. So we need many human beings which are, you know, on fire and willing to be dedicated and engaged with this project.
Yes. So what would you, dear Hubert, now say as a wrapping up to our audience founders and to our audience which are non-founders yet? What would you tell them to encourage them, to motivate them to get just like motivated to get in? Ich fragte hier, ja, das ist wunderbar. Ich sehe das schon nicht nur am Entstehen, ich sehe das schon, ja, wie es da steht. Dass I envision already this project because I'm all in, you know. I can see that and feel it, that it's there and it's benevolent for the whole. Und es ist zum Wohle des Gesamten schon aufgestellt. Und jetzt frage ich dich, was würdest du als Abschlusswort oder Abschlusssätze der Audienz sagen, die Gründer sind und die nicht Gründer oder es noch werden möchten, als Motivation, als Impuls, als Inspiration? Was möchtest du noch sagen, um vielleicht mehrere Herzen und auch ja, zu öffnen und dafür zu begeistern? Ich erinnere mich an die Worte von Mr. Ash, als er einmal sagte, was nützt dir all das Geld, wenn du es nicht in richtiger Weise ausgibst? Und die Motivation eigentlich, ich meine, man kann noch so reich sein, aber man wird nicht glücklich, wenn man das Geld wirklich nicht da einsetzt, wo es gebraucht wird. Ich sagte vorhin schon, was gibt es Schöneres, als Menschen glücklich zu machen? Und da spielt es keine Rolle, ob jemand ein Kind ist, ob jemand ein Senior ist, ob jemand ein Mensch ist mit gewissen Behinderungen. Wenn diese Menschen glücklich sind, ja, dann bin ich es auch. Für mich hat Geld eigentlich im Prinzip nie eine große Rolle gespielt. Aber ich weiß, was man damit alles machen kann, ja. Und deswegen, wenn jemand Gründer wird bei ONPASSIVE mit wirklich einer winzigen Quote, wir sagen oft, wir geben einen Tropfen und kriegen dafür den ganzen Ozean, ja, oder wir teilen uns den Ozean. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das Schönste auf der Welt, teilen dürfen, ja. Deswegen, ich kann nur empfehlen, werdet Gründer von ONPASSIVE und helft uns, dieses Projekt mit zu finanzieren, mit aufzubauen. Dann werdet nicht nur ihr glücklich, ihr werdet unendlich viele Menschen glücklich machen. Ich erinnere mich an die Geschichte, die Mr. Ash erzählt hat von der Priska in Papua-Neuguinea. Das war ja, das ist Mr. Ash, ja. Er sagt, wie könnte ich jemals ruhig schlafen, müsste ich eine solche Frau enttäuschen. Er strahlt das Glück ja aus und wir müssen nur so wenig dafür tun, ja. Er arbeitet Tag und Nacht. Ich denke mir oft, seine Familie, die macht ja auch einiges mit, weil er ja ständig am Arbeiten ist, aber irgendwann wird alles gut, alles schön. Ja. Und dann werden wir die Früchte ernten. Irgendwann wird alles gut und alles schön und es ist jetzt schon dran. Der Zug ist ja schon aus dem Bahnhof abgefahren. Wir sind schon in einer ganz besonderen Phase, in einer Dynamik, die sehr spürbar ist. Einige nennen das als Vulkanausbruch. Ja, es zittert überall. Die Schwingung es ist wahr, es ist real. Und wir haben ja auch Staff zum Beispiel letzte Woche hier präsentiert, der Öffentlichkeit auch. Nicht im Gesamten, aber eine Quintessenz von dem. Und schaut mal dorthin und spürt hinein. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. I translate here, ich übersetze jetzt noch auf Englisch hier. And yes, he says, well, my wrapping up is here. We have to remember, and he reminds here in this field, how our genuine, as Mufareh, our genuine CEO of ONPASSIVE said once, you know, what does serve you to have much money and
you can't move anything with it, or you just leave it. You know, you have to move the money to move something positive, to take the initiative to make somebody happy, to help one hand at least. You know, if everybody helps one hand, imagine. Yeah. So yes, Hubert says, what is better to him than make other people happy? And Ash Mufareh, our Genius CEO, says the same. He is very happy if he can make anybody happy. So yes, and there is this is the core. You know, the goal. He says, Hubert, imagine it's just like giving one drop. You are the drop, and everybody gives a drop, and we are a whole ocean. So the information is there. And what is more beautiful than sharing? You know, if you share, you care, we say. And yes, so here we are all together, whoever feels the resonance. And he says there is this special story a few ago. Is this particular founder, her name is Priska. And Hubert, he made a video also from this Priska team on his YouTube Channel, which ich werde es auch noch verlinken, weil du hast die Geschichte von Priska, glaube ich, auch erwähnt in einer der Videos, gell? Ja, bitte erinnere dich daran, dass wir das noch verlinken. I will connect that too, because Priska is a founder, a beautiful soul from Papua New Guinea, and listen to that story, because at that time, our genuine CEO Ash Mufareh said, how could I sleep without helping this particular human being out of her situation, to give her the chance to get in the self-empowerment, in die Eigenermächtigung zu kommen und ihr Leben so zu gestalten, wie sie das möchte. And to have the freedom to realize and to evolve and fulfill her dream, you know, in her life. So this is all about getting into the time freedom and financial freedom and freedom to do whatever is in your heart. So das ist ja das, was wir hier alle uns danach sehnen und danach streben, ist diese finanzielle Freiheit und die Zeitfreiheit, um das umzusetzen, was in unseren Herzen ist, ohne irgendwie abhängig zu sein von irgendwelchen finanziellen Einschränkungen. Ja, und das ist möglich. Und deswegen lädt er euch ein, and that's why Hubert says, well, I invite you to join this great movement, which is called ONPASSIVE, and allow yourself to open up for yourself to be and live your best potential out of yourself, you know, and allow yourself to be Catmo. Catmo is the total freedom. Ich sage, erlauben wir uns selber, Catmo zu feiern und zu leben, was die totale Freiheit ist auf allen Ebenen. Das können wir nur uns erlauben. We have to allow ourselves, you know. ONPASSIVE offers the solution and guarantees you your personal success, but you are responsible to take the step and choose. So choose wise. ONPASSIVE ist der Türöffner, der uns anbietet, uns in die eigene Ermächtigung ermutigt. ONPASSIVE kann den Schritt nicht für uns machen. ONPASSIVE lädt uns ein, uns selber zu entscheiden, frei zu entscheiden, möchten wir das? Möchten wir Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, uns und allen anderen? Und diesen Schritt dürfen wir machen. Das ist unser Entscheid. Und ONPASSIVE hilft uns, unterstützt uns mit all dem Ökosystem und allen Lösungen, die sie haben. Da können wir wirklich aufblühen und das tun, was in unserem Herzen ist, ohne diese Einschränkungen eben. Und deswegen sagen wir hier nochmal seitens von Hubert und meine Seite hier, wir sind hier auf demselben Nenner. Wir laden euch ein, in eure Herzen zu lauschen. Möchtet ihr diese Freiheit leben, das zu leben, was euch Freude macht und anderen Menschen auch Freude machen und auch daran Freude haben, dass andere Freude haben. So einfach ist das. Yes? Do you want to allow yourself to be joyful and to help other people to be joyful
And this sharing of joy and helping others to be joyful gives you back a lot of joy. So everybody is happy. You know, so easy it is. Isn't that easy, Hubert? Ist das nicht so einfach? Ja, es ist einfach, aber ist klar, wenn du, ich sage mal, das Kapital nicht hast, um solche Projekte umzusetzen, dann ist es leider schwierig. Es ist zwar schade, dass es immer nur ums Geld geht. Also mir würde es nicht ums Geld gehen, aber was man damit alles Positives machen kann, ja, und was wir machen werden, was wir umsetzen, alle gemeinsam, und wir sind weltweit 213 Länder, glaube ich, jetzt mittlerweile. Also wir sind schon sehr, sehr stark. Und ONPASSIVE sagt ja von sich aus, wir sind eine Bewegung und eine Bewegung bewegt etwas. Und wir wollen etwas in die richtige Richtung bewegen. Und dafür ist es wichtig, dass Menschen, die ein Herz haben, uns dabei unterstützen, diese Projekte oder solche Projekte umzusetzen, egal welche Projekte es sind. Absolut. Ich sage mal, wir sollten den Mut haben, wie Ash sagt, groß zu träumen. Und das tun wir. Yes, absolutely. Das ist auch ein super Schlusswort, groß zu träumen. I translate here, he says, yes, you know, it is imperative to give this appeal to the audience to say, yes, open your hearts and whatever. He has never believed in the money, everything. But money combined with an open heart and a loving heart, that's the solution. You know, wenn wir das Geld einsetzen mit Menschen, die ein offenes Herz haben, das Herz, diese Intention with a loving intention, that is ONPASSIVE. So it's creating wealth and equalizing wealth and equalizing health at the same time, if we allow it. So das heißt, es gleicht diese finanzielle Situation aus, passiv, oder schafft für den Ausgleich in der finanziellen Ebene und gleichzeitig auch auf der gesundheitlichen Ebene. Denn wenn wir Freude haben und uns frei fühlen, das zu tun, dann sind wir auch viel, viel, viel gesünder, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit der Freude. Also ja, ich verspreche hier nicht, dass das ist natürlich Eigenverantwortung, aber es ist einfach ein Stück weit eine Unterstützung, um wieder lächelnd und lachend und fröhlich durch das Leben zu gehen. Und this is the solution, to keep on smiling and sharing and smiling and sharing with all of us in unity. We win all, you know, in the unity. We are more powerful, of course. And there we are, a huge community. Do you want to join this great, amazing movement? Möchtet ihr diese wunderbare Bewegung auch mitwirken, dann seid ihr herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Es ist bald eine nächste Phase tritt ein und dann werden möglicherweise die Türen geschlossen für Gründer. Jetzt könnt ihr noch einsteigen und als Gründer mitwirken, was sehr viele Vorteile hat. Now it's the time to step in as a founder, to have a founder position, to have all the benefits and the values, you know, to get. If you are part of this vision and you feel like a pioneer, wenn du einen wirklichen Pioniergeist hast und ein Pionierherz, dann steige ein, denn wir können gerne mit dir zusammenwirken. Wunderbar. Ich danke dir vielmals, Hubert. I thank you very much, Hubert, from heart to heart, for your presence, for your dedication, for your passion, for that what you are creating for us here in this world. And of course, we thank for all our heart the gratitude to Mr. Ash Mufareh, his family, the tech team, and everybody who participating of opening this door to us and allowing us to be a contribution for the positive evolution for humanity. Natürlich bedanken wir uns auch bei unserem wunderbaren CEO Ash Mufareh, seiner Familie und dem technischen Team und alle, die partizipieren, die einen Beitrag leisten und uns die Tür geöffnet haben, damit wir ein Beitrag sein können, um diese Welt zu einer schöneren, besseren, positiveren Ausrichtung zu machen, diese Evolution, diese Weiterentfaltung im positiven Sinne. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist und dieses hier initiierst. Vielen, vielen Dank, sage ich.
von meiner Seite. Ich bedanke mich bei allen, bei jedem Einzelnen von euch da draußen, der einen Beitrag leistet und wenn er auch noch so winzig klein ist, einen Beitrag, um diese Welt schöner zu machen, um dieser Welt mehr Licht zu bringen. Wir brauchen das. Wir brauchen das, denn wir sollten alle eine große Familie sein. Ja, wir sind Familie. Ganz egal, wo immer du auch bist. Absolut, absolut. Spielt keine Rolle. Ja, du bist Familie. We are all family, he says, excuse me, und vielleicht geht es dann bis auf die Seite, so können wir unseren Hintergrund zeigen. He says, well, we have to have the courage, wir haben den Mut haben, groß zu träumen, das habe ich vergessen vorhin zu übersetzen, we have to have the courage to dream bigger, as Mufareh CEO says, dream bigger. So do you want to dream bigger? So join us as a big family we are. You're welcome to join us and participate in this big mission. And as you see here, we are all carried and fulfilled of this loving spirit, love, blessing, and peace. And you see here the little butterfly, which is with the logo of ONPASSIVE, which is a transformation process. We are here to transform to the positive evolution, just like a positive paradigm shift. We are in here, wie ihr seht im Hintergrund, Liebe, Segen und Frieden. Und ihr seht den Schmetterling mit den Logofarben von ONPASSIVE. Und das bedeutet, dass es einen Transformationsprozess bedarf, der jeder für sich selber erlebt und auch beiträgt, dass wir alle in diesem wunderbaren, positiven Transformationsprozess befinden, damit wir die Welt ein Stückchen weit schöner machen können, so wie es für alle stimmt. Nämlich immer zum Wohle des Gesamten. Und das ist mit ONPASSIVE möglich, wenn wir uns das alle erlauben. Nochmals, danke. Wie bitte? ONPASSIVE wird Geschichte schreiben. Oh yes, ONPASSIVE is writing history already now. Es schreibt jetzt schon Geschichte. Schaut euch die Beiträge an. Danke nochmal allen und erinnert euch daran, geht zurück auf die Person, die euch, dieser Mensch, der euch dieses Video gezeigt hat. Danke, Hubert. Und ich schalte jetzt unsere Videokonferenzplattform aus und ich bitte dich noch einen Moment zu bleiben. I'm now closing up this video conference platform and I'm asking him to stay for a minute. Thank you again and enjoy your life and keep smiling. We are here for you. Bitte bleibt lächelnd und wir sind hier für euch. Herzlichen Dank. You're very welcome. Thank you very much. I'm going to close it now. Hold on. Okay, here we are.